Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Tiefschlafformel. Voller Energie. Ohne eine Minute länger zu schlafen von Chris Sorel ist ein bahnbrechendes Werk, das sich mit einem der zentralen Probleme unserer modernen Gesellschaft beschäftigt. Schlafmangel und dessen Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Lebensqualität. Obwohl viele Menschen ausreichend lange schlafen, fühlen sie sich am nächsten Tag oft müde und ausgelaugt. Der Autor entmystifiziert den Tiefschlaf und zeigt auf, warum nicht nur die Quantität, sondern vor allem die Qualität des Schlafs von entscheidender Bedeutung ist. Chris Sorel, ein renommierter Schlafmentor und Experte, vermittelt in diesem Buch wissenschaftlich fundierte Ansätze, die er selbst in stressigen Lebensphasen entwickelt und erprobt hat. Sein Ansatz richtet sich an alle, die ihr Energielevel steigern möchten, ohne dafür zusätzliche Zeit im Bett zu verbringen. Die vorgestellten Methoden basieren auf neuesten Erkenntnissen aus der Schlaf- und Chronobiologieforschung sowie überraschend einfachen Routinen, die jeder in seinen Alltag integrieren kann. Dieses Buch ist mehr als nur ein klassischer Schlafratgeber. Es ist eine praxisorientierte Anleitung für ein vitaleres und gesünderes Leben. Von der Optimierung von Schlafrhythmen bis hin zur Verbesserung der Schlafarchitektur bietet Chris Sorel ganzheitliche Lösungsansätze, die den Umgang mit Stress, Ernährung und digitalen Medien einschließen. Leser dürfen sich auf faszinierende Einblicke und sofort umsetzbare Tipps freuen, die das tägliche Energielevel nachhaltig erhöhen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Bedeutung des Tiefschlafs. Der Tiefschlaf ist die erholsamste Phase unseres Schlafzyklus und ausschlaggebend für Regeneration, Zellreparatur und die Verarbeitung von Erlebtem. Chris Sorel legt ausführlich dar, warum es nicht ausreichend ist, sich allein auf die Dauer des Schlafes zu konzentrieren. Viele Menschen verbringen Stunden im Bett, erreichen jedoch zu wenig Tiefschlafphasen, was zahlreiche negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Das Buch erklärt die biologischen Abläufe im Gehirn und Körper während des Tiefschlafs und warum diese Prozesse für unser physisches und mentales Wohlbefinden unerlässlich sind. Sorel betont, wie unverarbeitete Reize, Stress und schlechte Abendroutinen den Tiefschlaf blockieren können. Mit praktischen Beispielen zeigt er auf, wie kleine Veränderungen im Umgang mit Licht, Lärm und Temperatur die Qualität des Schlafes entscheidend beeinflussen. Das Kapitel vermittelt ein tiefes Verständnis für die Mechanismen des Schlafs und hilft dem Leser, die eigene Nachtruhe neu zu bewerten. Zweitens: individuelle Schlafarchitektur verstehen und optimieren. Chris Sorel hebt hervor, dass jeder Mensch über eine individuelle Schlafarchitektur verfügt. Das heißt, Anzahl und Länge der Schlafzyklen und die Verteilung von Leichtschlaf, REM-Schlaf und Tiefschlaf variieren von Person zu Person. Das Buch legt viel Wert darauf, dem Leser zu vermitteln, dass die Optimierung dieser Architektur der Schlüssel zu mehr Energie ist. Anhand von Selbstbeobachtung und einfachen Tracking-Methoden zeigt Sorel, wie man die eigene ideale Schlafdauer identifiziert und warum es sinnvoll ist, Schlafzyklen bewusst zu unterstützen, anstatt jede Nacht starr eine bestimmte Stundenzahl anzustreben. Durch gezielte Maßnahmen wie Schlafprotokolle, das Management von Aufwachzeiten und die Beachtung persönlicher Chronotypen können Leser lernen, ihren Schlaf gezielt zu verbessern. Das Ziel ist es, mit weniger, aber qualitativ hochwertigerem Schlaf mehr Restitution zu erzielen. Drittens: Routinen für einen optimalen Schlaf. Ein zentrales Element des Buches ist die Entwicklung effektiver Abend- und Morgenroutinen. Chris Sorel behandelt konkrete Strategien wie der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel und Getränke am Abend und die Reduktion von Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen. Er betont die Bedeutung von Regelmäßigkeit und kleinen Ritualen, um den Körper auf die Nacht einzustimmen. Dazu gehören Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder kurze Spaziergänge. Ein praxisnaher Abschnitt zeigt, wie Schlafumgebung, Matratze, Kissen und Raumtemperatur angepasst werden können. Ebenso geht Sorel auf die Wichtigkeit der Lichtsteuerung ein,
konkret wie blaues Licht am Abend vermieden und natürliches Tageslicht am Morgen, fördert die innere Uhr. Das Kapitel liefert dem Leser die Werkzeuge, um sich ein maßgeschneidertes Rahmenprogramm rund um den Schlaf zu bauen, ohne dogmatische Vorgaben, sondern mit vielen individualisierbaren Tipps. 4. Die Rolle von Stress und Gedankenhygiene. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Umgang mit Stress, Sorgen und kreisenden Gedanken vor dem Schlafen. Das Buch widmet diesem Thema ein eigenes Kapitel, in dem Chris Sorel anschaulich schildert, wie Stresshormone und innere Unruhe den Tiefschlaf blockieren können. Er erklärt, wie das Hirn besonders nachts mit ungelösten Problemen beschäftigt ist und wie diese Prozesse durch gezieltes Mentaltraining abgemildert werden. Hierzu stellt er Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie, Journaling und Methoden für mentales Runterfahren vor. Kleine, aber wirkungsvolle Gewohnheiten wie das Aufschreiben belastender Gedanken oder Dankbarkeitsübungen sind Bestandteil des Praxisteils. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Setzen von Prioritäten und dem Ausbalancieren zwischen Leistungsanspruch und Ruhephasen. Leser erfahren, wie eine gesunde Gedankenhygiene und der bewusste Umgang mit Stressoren zu einer unmittelbaren Verbesserung der Schlafqualität und einer Steigerung des Energielevels führen. Schließlich Energiemanagement im Alltag. Abseits des Bettes behandelt Sorel, wie ein ausgeklügeltes Energiemanagement dabei hilft, die eigene Leistungsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Er zeigt, warum nicht Erholung oder Aktivität allein entscheidend sind, sondern der richtige Wechsel zwischen Belastung und Entspannung. Methoden wie Powernapping, gezielte Regenerationspausen und agile Tagesstrukturen werden vorgestellt und auf ihre Wirkung wissenschaftlich geprüft. Das Buch erläutert, wie Ernährung, Bewegung sowie die Vermeidung von Dauerstress helfen, den Energiehaushalt konstant hochzuhalten. Der Autor verdeutlicht, dass echte Energie nicht einfach durch mehr Schlaf, sondern durch die intelligente Nutzung von aktiven und passiven Phasen entsteht. Mit praktischen Tipps für Arbeitsalltag, Freizeit und Familie macht Sorel deutlich, wie jeder seinen Alltag so gestalten kann, dass Körper und Geist sich optimal gegenseitig unterstützen. Zusammenfassend: Die Tiefschlafformel ist ein unverzichtbarer Ratgeber für alle, die regelmäßig erschöpft aufwachen und endlich nachhaltiger Energie tanken wollen. Besonders geeignet ist das Buch für Berufstätige mit hoher Verantwortung, Eltern, Vielreisende und Leistungssportler. Aber auch Menschen mit Schlafproblemen, Studenten und jeder, der seine Lebensqualität steigern möchte, profitieren von Sorels ganzheitlichem Ansatz. Die praxisnahen Tipps sind leicht umsetzbar und direkt in den Alltag integrierbar. Gegenüber anderen Schlafratgebern sticht dieses Buch durch seine wissenschaftliche Fundierung und individuelle Herangehensweise hervor. Statt starre Schlafregeln setzt Sorel auf alltagstaugliche Routinen und ein tiefes Verständnis für die persönlichen Bedürfnisse. Wer seine Lebenszeit nicht mit zusätzlichem Schlafen verlieren, sondern sie aktiv, wach und energiegeladen nutzen möchte, findet in die Tiefschlafformel das ideale Werkzeug. Dieses Buch ersetzt nicht nur zahlreiche andere Werke, sondern bündelt die besten Erkenntnisse der Schlafforschung und liefert innovative Lösungen für die größten Herausforderungen unseres hektischen Alltags. Investieren Sie in dieses Buch und entdecken Sie, wie wertvoll ein paar Minuten bewusster Tiefschlaf für Ihr gesamtes Leben sein können. Wenn Sie unterstützen möchten, Chris Sorel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.